Ich mache sehr viel Psychoedukation. I do a lot of psychoeducation Weil es so wichtig ist, was wir auch schon gesagt haben, dass Kinder und Jugendliche oder Betroffene, natürlich Erwachsene genauso, verstehen, dass es ganz normal ist, wie sie reagieren. because it is very important to make people who are traumatized, if it's children, teenagers, or even adults, to let them know that it's very normal how they react. Und ich frage nie, was ist dir denn passiert? And I never ask what happened to you. Das heißt, Kinder und Jugendliche haben die Wahl, ob sie etwas erzählen möchten oder nicht. That means that children and teenagers have the choice if they actually want to talk about something or if they don't. Und ich suche nicht nach traumatischem Material. And I'm never looking for traumatic material. Das heißt, ich gehe immer vom Hier und Jetzt aus. Ich beobachte meine Schülerinnen und Schüler. That means I always observe my students in the here and the now. Und suche gemeinsam mit ihnen nach Möglichkeiten, sich zu stabilisieren. And I'm looking together with the children or the students Und ich verstehe, for opportunities how they can stabilize themselves and find some stability. ich muss nicht wissen, was passiert ist. I don't have to know what actually happened. Das Allerwichtigste ist, dass Schülerinnen und Schüler sich für nichts schämen. The most important thing is that students don't have to be ashamed of anything Oder sich schuldig fühlen. or that they feel guilty for anything. Viele Schülerinnen und Schüler sagen, ich bin so dumm. A lot of students actually say, oh, I'm so stupid. Ich kann mir nichts merken. I just can't remember anything. Oder ich höre Sätze wie, ich habe keine Lust. I don't like to. I don't feel like it. Und das Gefühl, das hier, glaube ich, wirklich tatsächlich am allerschlimmsten ist, ist sich zu schämen dafür, dass man so ist, wie man ist. And I think that the worst feeling that they can have is that you're ashamed of how you are and who you are, that you are the way you are. Und ich nehme dann ganz gerne das Hirn-Hand-Modell von Dan Siegel. Then I'd like to take the mind and hand model of Dan Siegel. Und das erklärt sehr schön und einfach, wie unser Gehirn funktioniert. And that explains very well and very simple how our brain works. Und ich erkläre euch jetzt auch, stellt euch vor, hier sind die Nervenstränge, die durch das Rückenmark laufen. And I will explain it to you too now. So imagine that here are the nerves that run through your spine. Und hier unten ist, die Handballen sind das Stammhirn. And on the bottom, the palm of your hand is the main brain. Der ist 500 Millionen Jahre alt ungefähr. It is 500 million years old, approximately. Genau, und wir nennen das auch Reptiliengehirn. We also call it reptile brain. Und hier wird alles organisiert, was wir zum Überleben brauchen. And here everything is organized that we need for our actual survival. Und dann frage ich die Kinder und Jugendlichen, was das ist. Und dann kommen wir drauf, da geht es um Atmung, Schlafen, Essen. And then I ask the students what that is that you need for survival. And then we realize and recognize that it's about breathing, sleeping, food. Genau. Ungefähr 100 Millionen Jahre später, wer weiß wann genau, ist das Mittelhirn entstanden, das sogenannte limbische System. About 100 million years later, we think the limbic brain came to life, developed. Ja. Genau. Und hier werden Gefühle verarbeitet. And here is where we actually process emotions. Und viele Millionen Jahre später hat sich der Neokortex entwickelt, And lots of million years later, the neocortex developed, den nur wir Menschen haben.
that only we human beings have. Und hier denken, planen, merken, konzentrieren wir We uns. think, we plan, as we concentrate. Genau. So. Und immer dann, wenn wir großen Stress haben und etwas gefährlich wird, And then whenever we are in a very stressful situation or something is actually becoming threatening, sagt die Amygdala, die hier in der Mitte im limbischen System liegt, the amygdala starts saying, pass auf, es ist gefährlich, mach was. Und das Stammhirn wird aktiv. attention, attention, there is danger, and the main brain is being activated. Und weil da so viel zu tun ist, wird alles abgeschaltet, was wir jetzt nicht brauchen. And because there's actually so much to do, everything else shuts down that we don't need at the moment. Und deswegen wird hier der Neokortex kurz abgeschaltet, And that's why the neocortex is being turned off, sodass wir nicht mehr denken und planen und uns konzentrieren können, wenn es gefährlich ist. so we don't have to think and plan and concentrate when it actually gets dangerous. Genau, damit erkläre ich die Stressreaktionen. Dann entspannt sich oftmals auch bei vielen Jugendlichen oder Kindern so das Gefühl oder die Angst, ich kann nicht lernen und ich bin dumm und ich muss unbedingt vielleicht mich noch mehr anstrengen. That's how I explain to them, to the students, the stress reactions, so that they realize, oh, I'm not stupid. I don't have to work even harder. It's okay. Schauen wir uns in diesem Zusammenhang Achtsamkeit einmal genauer an. So let's look at mindfulness from that perspective a little closer. Wie wir schon gehört haben, können wir nicht Achtsamkeitsübungen mit betroffenen, traumatisierten Menschen machen. As we already heard yesterday, we cannot do mindfulness practices with people who are traumatized. Wenn ich in der Klasse stehe und ich bin gestresst, weil meine Schüler unruhig sind, If I'm in class and I'm actually stressed because my students aren't paying attention und ich Ziele erreichen muss, and I need to reach goals, dann habe ich dieselben Stressreaktionen wie jeder von uns. then I have the same reactions as all of us. Und wenn ich achtsam mit mir selbst umgehe, And if I'm actually mindful with myself, dann mache ich eine Pause und bemerke das. then I'll take a break and I notice. Und das braucht viel Übung. And that needs a lot of practice. Und ich spreche hier als Übende. And I'm talking here as someone who's practicing. Das heißt, auch ich scheitere immer wieder in meiner Achtsamkeit. That means I do fail sometimes in my mindfulness. Kristin Neff hat uns da in ihrer Arbeit sehr viele gute Übungen und ein wunderbares Programm gegeben. Kristin Neff has given us a wonderful program. Und ich empfehle es, ihre Homepage da einmal anzuschauen, falls Sie ihre Arbeit nicht kennen. And I recommend to look at our homepage, to look at our work if you don't know it. Und ich würde gerne eine Übung mit Ihnen machen. I would like to do an exercise with you. Die Übung heißt Mitgefühlspause. The exercise is called compassion break. In Situationen, in jeder Situation können wir innehalten. In situations, in every situations, we can go inside. Ja, stop and go inside, maybe. Wir können innehalten und einmal schauen, wie es uns geht. Und ich möchte euch einladen, kurz mit mir so eine Pause zu machen. We can stop and go inside and see how we actually feel. And I would like to invite you guys to take one of those breaks right now. Und wer nicht mitmachen möchte, macht einfach jetzt kurz 1 oder 2 Minuten etwas anderes. And whoever doesn't want to participate just can do something else for 1 or 2 minutes. Ja, wer möchte, kann die Augen schließen und wer möchte, kann sie auch natürlich geöffnet halten.
Whoever wants can close their eyes, and whoever wants to keep them open can keep them open. Und vielleicht möchtet ihr kurz einmal tief ein- und ausatmen. And maybe you want to take a deep breath in and a deep breath out. Und dann erinnert euch vielleicht an einen Moment heute oder in den letzten Tagen. And then maybe recall a moment from today or from the last couple of days, Oder auch diesen Moment. or maybe even this moment. Und schaut einmal, ob es da vielleicht eine kleine Schwierigkeit gab oder gibt. Vielleicht eine kleine Unruhe oder etwas, das euch aus eurer inneren Ruhe herausbringt. And then observe if there's anything that brought up some disturbance or disturbed you in any way or brought you out of your calmness. Erinnert euch, wo ihr da wart Remember where you were und wer vielleicht noch da war. and remember who else was there, Und zu welcher Tageszeit das war. to what time of day that happened. Und wenn ihr eure Situation dann ein wenig klarer vor Augen habt, And when you have your situation more, when you can see it more clearly, dann könnt ihr mit einer Geste euch selbst Mitgefühl entgegenbringen. then with a gesture, you can give yourself some compassion. Vielleicht eine Berührung mit der einen Hand auf dem Herzen oder an einer anderen Stelle, die euch gerade angenehm ist. Maybe by resting one hand on above your heart or choosing a different spot that feels better for you at the moment. Und sagt zu euch, das war ein schwieriger Moment. And say to yourself, that was a difficult moment. Und ihr könnt das gerne begleiten mit einem Seufzer. Das war wirklich schwierig. And you can even accompany that with a little sigh and just say, that was really difficult. Dann könnt ihr, wenn ihr mögt, die Augen wieder öffnen und zurückkommen. And then if you want, you can open your eyes again and return to this room. Diese Pause hilft, wenn wir das regelmäßig üben, als Trockentraining, also einfach so, um es zu lernen. This exercise helps if we do it more on a more regular basis as like a dry exercise to learn it. Dass es uns nach und nach ganz einfach oder viel leichter gelingt, in schwierigen Situationen kurz eine Pause zu machen. That bit by bit, it's gonna help us to take a break in more difficult situations. Genau, und das hilft uns, uns selbst zu stabilisieren. And that will help to stabilize ourselves. Und das ist genau die Pause, von der Viktor Frankl gesprochen hat. And that is exactly the break that Viktor Frankl was talking about. Er hat gesagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. He said between an impulse and a reaction, there's actually a room. Und in diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl. And in this room is our power for choice. Genau. Und was er damit meint, ist, dass wir, wenn wir innehalten und bemerken, was ist, die Wahl bekommen zu entscheiden, wie wir reagieren und dass wir dort tatsächlich uns verbinden und präsent sind. And what he means by that is that in that room, we actually have the choice. If we step back and observe what is happening, we actually have the choice to decide how we are going to act and not just react. Und diese Präsenz brauchen wir in der Begegnung mit anderen Menschen und mit uns selbst. And this way of being present, we need that in connection with other people and with ourselves. Wenn wir tatsächlich
präsent sind, when we are actually present, dann sind wir in uns zu Hause. then we're actually at home within ourselves. Dann sind wir mit uns verbunden Then we're connected with ourselves. und automatisch mit allem, was uns umgibt. And with that, automatically connected with everything that surrounds us, Mit unseren Mitmenschen, with people who surround us, mit den Menschen, die weiter weg sind in einem anderen Land, with the people who are maybe further away, maybe in a different auf country, einem anderen Kontinent, in a different continent, maybe, mit allen Lebewesen with all beings, with all living beings, und mit allem, was nicht atmet. and with all non-breathing forms of life. Diese tiefe Verbundenheit führt dazu, And this deep connection that leads to dass wir keinen Krieg führen, that we don't start a war, dass wir keine Umwelt zerstören, that we don't destroy our environment, dass wir keine Bodenschätze anderen Menschen rauben, that we don't take away natural resources from other people, dass wir uns nicht von Gier leiten lassen, that we don't lead with greed, sondern dass wir wissen, was wir hier und jetzt brauchen, that leads us to know what we need right here, right now, und dass wir deutlich und klar wissen, and that we clearly know wir sind ein Teil des Ganzen we are a part of the whole, und das Ganze ist ein Teil von uns. and the whole is a part of us. Und wir würden uns, so wie eine Person vor einigen Tagen zu mir gesagt hat, And we would, just like a person said to me a couple of days ago, niemals ins eigene Fleisch schneiden, wenn wir präsent wären. if we would be present, we would never ever cut in our own flesh. Das heißt, wir machen keine Achtsamkeitsübungen mit anderen Menschen, That means we don't do any mindfulness exercises with other people, sondern wir üben uns, selbst achtsam zu werden. but we practice to actually be mindful ourselves. Vielen Dank fürs Zuhören. Thank you so much for listening. Thank you. Thank you very much for this beautiful talk. Really, it was amazing to listening to you. And also to you, Lina. Thank you very much for this translation. It with such a beautiful voice, and yeah, to hear it in two languages, it was really great. So really, thank you both. Vielen Dank. Sehr gerne. Ich habe ja jetzt noch Material versprochen. It is my pleasure. Thank you for listening. And now I promised you a couple of materials, and I will. So, das erste, was ihr sehen solltet, ist die UNHCR Österreich-Seite. So the first thing you should see is the UNHCR website for Austria. Hier seht ihr unter Services Publikationen Here underneath the service chapter, there's a publication option. Genau, und wenn ihr das öffnet, dann kommt ihr zu den Bildungs- und Trainingsmaterialien. And if you open that, you get to the education and trainings materials. Und hier hat UNHCR ein Handbuch für Pädagoginnen veröffentlicht. And there they actually published a handbook for pedagogues or educators, an dem ich als Autorin gearbeitet habe. which I participated in as an author. Und das kann man hier gratis downloaden, And you can download that for free. aber leider gibt es das nur auf Deutsch. But sadly, this is only available in German at the moment. Genau, und hier gibt es auch sehr schöne Grafiken in diesem Handbuch, die man auch hier direkt nur als Grafik downloaden kann. And there's actually also a nice illustration that you can also download just by itself.
um Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen zu erklären, wie ein Gehirn funktioniert im entspannten Zustand und im Hochstress. To explain to children, teenagers, and even adults how the brain works in a relaxed setting on the left and in a stress setting on the right. Und die zweite Website, die ich euch zeigen möchte, heißt traumasurviving.com. So the second website I want to introduce you to is called Trauma Surviving. Ein Team von Psychotherapeutinnen, Sozialarbeitern, ein Psychiater, ein Künstler und meine Wenigkeit. There's a team of psychotherapists, of social workers, of a psychiatrist, and myself. Wir erarbeiten für Jugendliche in verschiedenen Sprachen Geschichten, die sie, wenn sie ein Trauma erlitten haben, lesen können und so besser verstehen können, wie es dazu kommt, dieses Symptom zu haben und wie man damit umgehen kann. We are working on various stories that people with trauma can read to understand better how they can actually deal with their trauma through reading that story. Ja, diese Geschichten gibt es in vielen Sprachen. Those stories are available in a number of languages. Englisch, Deutsch, Arabisch, Kurdisch, Dari, Farsi. English, German, Arabic, Kurdic, Sorani, Farsi. Ja, genau. Und ihr seht, dass hier einiges noch in Entwicklung ist. And you see there's still a lot of work in progress. Im Moment arbeiten wir an einer Geschichte zum Thema Angst. At the moment we're working on a story about fear. Ihr könnt diese Geschichten herunterladen und ausdrucken You can download and print those stories oder als Slideshow am Smartphone anschauen. or just look on your smartphone as a slideshow, as a presentation. Und ich zeige euch nur ganz kurz, wie die Geschichten aufgebaut sind. And I'll just show you very quickly how the stories are structured. Wir haben immer einen Jugendlichen, Mädchen oder Bub, We always have a teenager, a girl or a boy, die mit bestimmten Symptomen zu kämpfen haben. who is wrestling with a couple of symptoms. Und wir erzählen nie, was passiert ist, And we never say what actually happened. sodass jeder Leser, jede Leserin sich mit der eigenen Geschichte identifizieren kann. So that every reader can empathize and identify with each story. Und es gibt wenig Text There's only a little bit of text, und viele Bilder, a lot of images, sodass es wirklich einfach ist, selbst zu interpretieren. so that you can really easily interpret it by yourself. Und es möglichst niederschwellig ist. And that it is easy to read, accessible. Gut. Ja, also bitte gerne nutzen und weitergeben den Link. Please share it, download it. Aber wir möchten das eben allen Jugendlichen und Erwachsenen zur Verfügung stellen auf der ganzen Welt. But we just really want to make it accessible for all teenagers and adults all over the world. Und ich möchte ganz kurz voller Freude Marianne Alkelevi-Breinin auch grüßen. Sie ist mit im Team und hört heute zu. Das freut mich sehr. And I want to shout out to Marianne. She is in the team right here, and I'm really excited to see her here. Okay, das war's. Vielen Dank. Okay, that was it. Thank you so much. Vielen, vielen Dank für diesen Vortrag. Wirklich sehr berührend und auch ganz viel Information. Und ich finde es wunderschön, wie du den Bogen gespannt hast. Ich würde einfach gerne noch dein Zitat vorlesen, das du mir geschickt hast. Das fasst zusammen, was du uns jetzt in etwas mehr als einer Stunde erzählt hast. Thank you so much for your presentation, and I really like how you came back full circle and how you put everything together. And could I please share your quote? Also du sagst, achtsam sein heißt verbunden zu sein mit sich und mit der Welt. So you say that being mindful
means being connected with oneself and the world. Traumata sind letztendlich immer gekappte Verbindungen. Traumas are in the end always interrupted connections. Die größten Herausforderungen unserer Zeit sind nicht der Klimawandel, The biggest challenges at the time are not the climate crisis, auch nicht der Weltfrieden oder die Wirtschaftskrise. not world peace or the economic crisis. Die größte Herausforderung ist die Entfremdung The biggest challenge is the alienation von uns selbst und der Welt. from ourselves and the world. Ja. Can I comment something from the chat? People wrote already before. Bianca wrote, Gabriela, it is a pleasure listening to you. You are radiating kindness and compassion. Thank you so much. And Natasha wrote, danke dir vielmals, Gabriele. Valentina also says thank you. Anke wrote, vielen Dank für diesen so wunderbar klaren Vortrag. Leider muss ich los. Schönen Abend. Sangita wrote, thank you so much. It was really a very touching presentation. And big thanks to Lina too. Also Valentina again, thank you, Gabriele. Lots of great and nice ideas for trauma healing. Amazing presentation. Maresi, vielen, vielen Dank. Es ist sehr berührend und informativ. Michaela, vielen Dank für den fantastischen Vortrag. Und Marianne, es war ein sehr guter und informativer Vortrag, schreibt eine Kollegin. Ist da gerade etwas, was gefragt werden möchte oder was mitgeteilt werden möchte? Ja, Michaela is writing in the chat. Ich schreibe darüber in www.ethik-heute.org. Ja, vielen Dank fürs Wort. Ja, es hat mich sehr beeindruckt, dieser Vortrag, und vor allen Dingen finde ich das so unglaublich hilfreich für alle Menschen, die mit traumatisierten Kindern zu tun haben. Und deswegen würde ich sehr gerne darüber schreiben und dann auch den Kongress dabei angeben. Und es war wirklich sehr, sehr klar und sehr verständlich. Und vielleicht auch die Frage einmal, ob du, Gabriele, auch mit ukrainischen Kindern arbeitest. Im Moment online vielleicht, das würde mich interessieren. Und dann vielleicht eine kurze Anmerkung. Ich habe selber neulich Achtsamkeit in einer Grundschule unterrichtet und da kann ich nur deine Ausführung bestätigen. Da habe ich die Übungen eben freiwillig angeboten für die Kinder und da waren vor allen Dingen die ausländischen Kinder, die den ersten Tag nicht mitgemacht haben. Und ich habe auch eben sie gebeten, also dass sie es respektieren, dass Ruhe ist, dass die anderen mitmachen können und sie können gerne was malen in der Zwischenzeit. Naja, und am zweiten Tag haben diese Kinder dann mitgemacht, ja, weil sie das Angebot hatten, dass es freiwillig war. Also ich habe da sehr gute Erfahrungen auch damit gemacht. Danke. Ja. Genau, was hier passiert ist, wenn Sie es einfach beobachten können, ist also unsere Nervensysteme koregulieren sich. Ja? Das heißt, wenn ich einfach beobachten kann und sehe, das, was da passiert, ist eigentlich nicht gefährlich, sogar lustvoll, dann kann in mir da vielleicht so sich etwas beruhigen und auch beginnen, langsam mitzuschwingen und zu spüren, die man ja sonst gar nicht spüren kann, wenn man so belastet ist. Und wenn man die Wahl hat, sich zu entscheiden, dann entscheidet man sich vielleicht dann doch auch und wird mutiger. Das braucht es einfach, diesen Raum, ja, von dem Viktor Frankl gesprochen hat und der letztendlich Achtsamkeit ist. So what Michaela's question was, or she said, thank you so much. It was a very informative presentation. She wants to write about it and also mention the Congress and shared an experience where she was also working with elementary school children, and on the first day, especially kids who are not born in Austria or who are not Austrian, had a hard time joining in with the group. And then she said, exactly like it was mentioned in the presentation, that on the second day, though, when they had the choice to actually be a part, they partook
in the activity, and it was really nice to see. And then Gabriele answered and said, that is exactly what Viktor Frankl was talking about with the room. If you actually have the choice to decide if you want to be a part, and if you're able to see and observe that there's no danger in what is happening, and that you can watch the group and you can decide to be a part of it, that it's actually good for your own confidence to have that room that we were talking about, and to decide in that room how you're going to act out of it, and it gives you a lot of confidence. Und ich würde noch gerne hinzufügen, es ist aber auch ganz wichtig, eben wie du es oder wie Sie, Frau Döpke, es gemacht haben, tatsächlich auch eine Beschäftigung zu geben, weil nur zuschauen kann mir auch das Gefühl geben, ich gehöre nicht dazu, und die anderen geben mir das Gefühl, ich gehöre nicht dazu. Also tatsächlich etwas zu haben, womit sich die Hände vielleicht beschäftigen können, sodass ich auch wieder die Wahl habe, schaue ich zu oder bin ich ganz bei mir. So, and what is also important about what we mentioned was that even the kids who are not taking part of the group activity, that they still get a different activity to do, so they don't feel left out, that they actually also feel like they are doing something, that they're part of something, and then they are able to actively decide if they want to just observe what the group is doing, or if they just want to be with themselves or do the activity that they were given as an alternative activity. Genau, ich wollte eigentlich nur kurz ein Feedback und ein Lob vor allem loswerden an dich, Gabriele. Dieses Handbuch vom UNHCR ist bei uns in Kiew tatsächlich im Einsatz, und ich habe jetzt eben erst gecheckt, dass dann jetzt die Autorin vor mir sitzt. Wir verwenden es hauptsächlich in der 6. Klasse gerade, haben es gerade angefangen, und super, also Chapeau und danke an der Stelle. Super, und vielleicht könnt ihr ja auch diese Trauma Surviving Booklets gut brauchen. Ja. Ja. Es gibt auch von der Susanne Stein noch was für jüngere Kinder. Die hat für Kinder ganz einfache Bücher, gibt es auch schon auch auf Ukrainisch die Übersetzung. Da geht es um das Thema die große, große Angst und wie ein Kind auf der Flucht und danach damit umgeht. Also es ist vielleicht jetzt nicht direkt für euch in der Ukraine, aber wenn jetzt Kinder sich in den Westen geflüchtet haben mit ihren Müttern und dort relativ sicher sind, könnte das auch schon wieder hilfreiches Material sein. Ja, tatsächlich sind ja die meisten unserer Familien jetzt auch außerhalb der Ukraine, aber es ziehen jetzt halt auch ordentlich wieder viele zurück. Also ja, glaube ich, an jeder Stelle gut einsetzbar. Ja. Danke Ja, für den Tipp. genau. Ihr wisst ja für euch am besten, was ihr brauchen könnt. Gell? Ja, danke für die Rückmeldung. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich. Danke dir. Just jump in. What Fabian said was that they're actually using the handbooks that Gabriele showed us in the Ukraine at the moment, and that he's very thankful for that offer and that opportunity. And Gabriele said that there's also the stories that we looked at. There are also stories available for even younger children by, I think, Susanne Stein it was, that is about if you have a really, really big fear, and if you were fleeing, then those stories are about those various topics. And they're available, I think you said, in many languages, but especially in Ukraine also. Hello, I was listening to you. Thank you for the talk and your sharing your experience and also some sources. I'm wondering if it is interesting for you to translate the booklets that you shared with us, because I was checking them up, and I think it would be nice to translate them also in Ukrainian. They might be helpful. So if there's such an opportunity, I think we can cooperate in this. Yeah, we are currently developing a story for fear, and we do our best to get translations, because we know that there is really a need. At the moment, we are getting some money, so we try. It is very difficult to get money for such projects. And I just have an idea. Maybe it's also possible to cooperate with a university for translation, German, English, and they will make a project of it, a seminary. I don't know, because that's normally free of charge if you find
person who is interested in it, and then also the students will get the information about it. So it's on more levels. Maybe this could also be an idea, I don't know. Okay, Gabriele, please. So the last word from me. So I remember, Ingrid, that we met each other last year twice in two different online trainings, and we didn't know each other, but we were very engaged in interrupting the trainers there, because when they suggested what we could do with our target groups, with our children and teenagers, we said, but you can't do that like that because they are traumatized, and with traumatized people it does not work. And so we could see that both of us are interested in at least one same topic, and that we are mindful in a certain way. And as being here in this conference, I saw that that your relationship, Ingrid, that you described so beautifully, Jakob, was transmitted to us. And I am also deeply touched, of course, and I'm also very, very grateful. To be honest, I expected much more people to be here, people that I know and I missed, but also many other people, but it was as it was, and I'm not sad, because I'm really grateful for all those people who were there and who are still there. And I'm deeply convinced that whoever is here is the right person in that moment. And we are all together creating in that moment what shows up what common humanity means. We all aim to be happy, safe, useful, and deeply present. And we had such moments. And what else shall we wish? I think there is nothing more to say today, and to remember, and then meet each other again, maybe.